Guten Morgen, ihr lieben Kreativen. Ja, mich hat Post erreicht. Ich freue mich immer sehr. Und ich wurde gefragt von Paul Rubens, ob ich doch noch mal einen Farbkasten testen möchte. Dazu ein kleines Video machen. Und ja, natürlich machen wir sowas, ne? Man Farben für umsonst bekommt, sagt man ja eigentlich selten nein, oder? So, ich schau mal kurz. 24 Farben, Paul Rubens Solid Watercolor Pigments. Gucken wir doch mal, was sich hier drin verbirgt. Schön bunt. Okay, und ein bisschen eingepackt mit einem Farbkärtchen. Ja, ich würde sagen, ihr wisst, was folgt. Ich packe mal aus, melde mich später. So, ich habe das Ganze ausgepackt. Ich habe dann schon mal diese Farbkarte erstellt. Es waren irgendwie auch 2 Farben mehr vorhanden, als ich eigentlich gedacht habe. Doppelt ist das Ultramarinblau. Da war noch mal ein zweites dabei. Und hier ist noch so ein Mausschwarz mir dazu gepackt worden. Und ja, somit habe ich eigentlich jetzt 26 statt 24 Farben. Eine doppelt. Gut. Sie lassen sich sehr schön schnell cremig aufrühren im ersten Moment. Dieser Kasten ist sehr rotlastig. Also da könnte man durchaus, wäre eine von diesen Farben, die sind sich sehr ähnlich, auch mal austauschen. Also wäre im Grunde übrig. Brauntöne. Also im Grunde ein sehr schöner Kasten für den Herbst jetzt. Finde ich schon, muss ich sagen. Ich habe noch mal einen vergleichbaren, den ich schon von Paul Rubens bekommen hatte. Den verlinke ich euch gerne auch noch mal in der Videobeschreibung. Und ja, da ist zum Beispiel in dem neuen in dem neuen Kasten ein sehr schöner Hautton drin, den finde ich ganz toll. Ein Gelbton, hier wären jetzt 2 drin, hier wären 2 kleine orangefarbene Töne drin. Da haben wir hier jetzt nicht wirklich so einen richtigen Orangeton, aber trotzdem schön. Hier ist ein dunkel-lila in diesem Kasten. Hier haben wir eher ein Purple-Farben. Also, aber auch das ist okay. Also es sind keine Farben da, die sich jetzt bei mir tatsächlich in diesen Farben, in diesen Kästen wiederholen. Doch, das Burnt Sienna habe ich jetzt doppelt. Aber ansonsten, ja, habe ich jetzt hier erstmal eine wunderbare Auswahl von Paul Rubens, unterschiedliche Farben. Ja, ich glaube, ich brauche mal einen großen Kasten, ne? Liebe Paul Rubens Firma, wenn ihr mal einen großen Kasten habt, wo man alle Farben reinstecken kann, da würde ich mich auch drüber freuen. Diese vielen kleinen Kästen immer, meine Güte. Okay, ihr Lieben, ja, ich male damit natürlich, ne? Ich habe mir schon was Schönes überlegt heute. Es kommen Gläser in Einsatz und es kommen Zentangle in Einsatz. Und dann lasst euch mal überraschen, was ich daraus mache. Bis später. Ja, ich möchte heute mit Gläsern arbeiten und mit so einer einfachen Karte ein bisschen was ratschen. Und daher habe ich mir für heute mal ein heiß gepresstes Papier ausgesucht aus meiner Collection hier. Harmonique 300 Gramm heiß gepresstes Papier. Das ist ganz super glatt und smooth. Und da lässt sich richtig schön mit arbeiten, hoffe ich, für diese Technik. Und weil ich hinterher ganz, ganz viel kritzeln will, ist das natürlich schonend für meine Stifte. Und jetzt legen wir los. Ich schnappe mir hier meine Gläser und werde den Rand jetzt mal mit Farbe besetzen und werde mal schauen, was ich da Schönes raussuche. Ja. Ich mache jetzt eigentlich nichts anderes, als verschiedene Glasgrößen zu nehmen, die Ränder mit ein bisschen Farbe zu benetzen und das Ganze hier auf dem Blatt zu verteilen. Ja, dann kommt noch eine
Karteneinsatz. Damit verwische ich ein bisschen Farbe und dann muss das erstmal gut trocknen alles. Dann nehme ich einen Föhn zur Hilfe hier in dem Fall und dann geht es los mit den Zentangelmustern innerhalb der Felder. Nein, stimmt gar nicht, es geht nicht los. Erst verteile ich noch ein bisschen Aquarellfarbe auch innerhalb so mancher Felder und dann geht es mit den Zentangeln los. Nachdem das Ganze gut getrocknet ist, schnappe ich mir verschiedene Stifte. Ich habe hier Winsor Newton, mein Fineliner. Dann habe ich von Faber-Castell solche Brush-Stifte in verschiedenen Grautönen, so einen schwarzen, dicken. Und ganz zum Schluss später wird auch noch ein goldener Uniball Signo in Einsatz kommen. Und jetzt fange ich einfach an und schaue mal, was kommen mir für Ideen in den Sinn. Was setze ich hier rein in die Felder. Da könnt ihr euch austoben. Ihr könnt so viel reinmalen, wie ihr wollt. Tatsächlich begrenze ich mich auf ganz wenige Muster. Meistens ist es was mit Punkten, was mit Linien und Strichen und einmal noch etwas mit Spiralen. Aber ich mache nicht allzu viel Muster durcheinander. Ja, hier bringe ich dann nochmal, ich habe so ganz zarte Marker in Einsatz. Dann nutze ich hier einen gelben, später noch einen grünen und einen türkisblauen. Die Farben, dass ich die einfach nochmal wiederhole. Und ja, also ich kann euch sagen, es macht unfassbar viel Spaß und man arbeitet sich im Grunde nur von einem Feld zum nächsten, schaut, was passt da hinein, was mache ich. Und ja, irgendwann ist das ganze Blatt gefüllt mit schönen Mustern und es sieht einfach nur ganz toll aus.
Manchmal ist es wichtig, nochmal ein paar Ruhepunkte reinzubringen durch so eine etwas dickere Umrandung oder halt auch durch richtig schwarze oder dunkelgraue Felder. Die bringen dann so ein bisschen einen Ruhepunkt hinein und es ist dann nicht so super unruhig, das Ganze. Das ist wirklich wichtig, dass ihr das mal hier und da verteilt. Große schwarze Flecken oder was auch immer. Oder mal einen dicken Balken reinbringen, sodass das Auge etwas hat, wo es sich ein bisschen dran festhalten kann. Und dann hat mir noch ein ganz bisschen was Glitzeriges gefehlt in dem Bild. Und da kommt mein Gold von Victoria von VH Aquarell in Einsatz. Und das reißt dann noch mal einiges raus. So, ihr Lieben, ich habe nochmal geschaut. Das ist dieses Set, welches ich jetzt gerade ausprobiert habe. Das kostet bei Amazon 39,99 und tatsächlich sind auch hier 2 Farben mehr drin als eigentlich beschrieben. Es stehen nämlich nur 24 Farben da, aber es sind 26 drin. Ja, ich kann sagen, tatsächlich für jeden, der gerade anfängt, ist das ein tolles Set für den Preis. Wie gesagt, ein bisschen sehr rotlastig, aber für Anfänger super geeignet. Schöne, kräftige Farben. Hat mir gut gefallen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ja, das ist das Werk, was dabei rausgekommen ist. Und das hat wirklich
wirklich Freude gemacht. So, das Einzige, was ich jetzt noch zugefügt habe, was nicht aus dem Kasten war, ist das Gold von Victoria von VH Aquarell. Also so eine, anstatt hier jetzt so doppelte Farbe zu machen oder so viel ähnliche, wäre es dann vielleicht einfach auch schöner, mal eine Glitzerfarbe mit reinzupacken. Ein Gold und ein Silber fände ich auch ganz schön. Und ganz ehrlich, so ein Weißton, ja, nett, aber ob man den braucht, ne? Beim Aquarellmalen ist es ja so, dass was weiß bleibt, wird vom Papier her das Weiß übernommen und nicht als Farbe aufgetragen. Trotzdem gut, wenn man sich mal ein bisschen hellere Farbe mischen möchte oder so, ist das okay. Ja, wäre jetzt so mein Vorschlag, anstatt dieses Blau ist doppelt und ich weiß nicht, ein Rot ist irgendwie ein bisschen zu viel drin, finde ich jetzt. Stattdessen vielleicht ein Silber und ein Goldglitzer mit reinpacken. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat mein kleines Werk hier gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, eure Melanie.